Willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Wir wollen uns heute mit dem ABS-System beschäftigen bei unserem 107er. Mercedes hat bereits 1978 in Zusammenarbeit mit Bosch dieses System vorgestellt. Wenig später hat es dann auch Einzug in unseren 107er gehabt. Wir haben hier ein Modell von 1987, da war das schon Serie und wir wollten uns das System heute anschauen, beziehungsweise eine mögliche Fehlerquelle, wenn das System nicht einwandfrei funktioniert, beziehungsweise die ABS-Kontrollleuchte nach dem Start im Cockpit permanent leuchtet, möchte ich euch eine mögliche Fehlerquelle heute aufzeigen, welche ihr ganz einfach ausschließen könnt, beziehungsweise nachprüfen könnt, daheim selber, ohne großes Equipment, ohne große Kenntnisse, technische Kenntnisse, könnt ihr das ganz einfach selber überprüfen. Und das wäre in dem Fall an diesem System die 4 Radsensoren. Unser 107er hat an jedem Rad einen ABS-Sensor, einen Radsensor, welchen ihr ganz einfach durchprüfen könnt. Dazu muss man das Fahrzeug aufbocken mit dem Waageheber. Da möchte ich euch die Aufnahmepunkte zeigen, wo ich den Rangierwaageheber beim 107er ansetzen kann, wenn ich nicht diese Wagenheberaufnahme, typisch für Mercedes die 4 Stück, einmal links und rechts an der Vorderachse, am Seitenschweller diese Löcher und einmal an der Hinterachse genauso. Wenn ich diesen Waageheber, den ich ja hier in die Löcher dann einfuttern muss, um das Fahrzeug dann bei der Panne hochzubocken, wenn ich diese Aufnahme nicht nutze, möchte ich euch diese Aufnahmepunkte, die es optional noch gibt, am Längsträger zeigen. Die müsstet jetzt eingeblendet werden. Und dann bocken wir das Fahrzeug jetzt auf und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, unser Fahrzeug ist jetzt hier links an der Vorderachse aufgebockt. Das Rad dreht sich frei, das ist notwendig, um diesen Sensor vernünftig prüfen zu können. Und dann sehen wir uns jetzt gleich oben im Motorraum und messen diesen Sensor durch. So, wir sind jetzt im Motorraum in Fahrtrichtung links, also auf der Fahrerseite. Wir schauen hier auf unser Hauptscharnier. Und von vorne betrachtet, links vom Hauptscharnier, finden wir hier diesen runden Stecker. Das gleiche haben wir auch auf der Beifahrerseite vorne im Motorraum. Das sind die Kontakte bzw. der Stecker von der jeweiligen Radsensoren zum ABS-System. Um jetzt eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen und diesen defekten Radsensor quasi zu ermitteln, wenn es dann am Radsensor liegt, kann ich die einzelnen Radsensoren ganz einfach durchmessen. Ich ziehe den runden Stecker hier ab, nehme ein handelsübliches Multimeter, schließe das Multimeter an, einmal inne und einmal in die Ummantelung. Stelle mein Multimeter auf 2 Volt Wechselspannung und drehe jetzt an dem jeweiligen Rad, und durch die Bewegung, durch das Drehen, muss dann der Radsensor Spannung erzeugen bzw. aufbauen. Funktioniert hier in dem Fall. Und so kann ich jeden einzelnen Radsensor durchmessen und kann so eine mögliche Fehlerquelle für nicht funktionierendes ABS-System bzw. das Leuchte der Kontrollleuchte im Cockpit ausschließen. So, wenn es ein Sensor keinen Strom erzeugt hat beim Drehen des Rades oder so, liegt es mit aller Wahrscheinlichkeit an einem verdreckten Sensor bzw. an einer korrodierten Radnabe. Und wie man die reinigt, wo unser Sensor sitzt oder so, das zeige ich euch jetzt am Beispiel vom linken Vorderrad. Und dazu müssen wir den Reifen abmontieren.
So, wir haben jetzt das Rad abmontiert und wir befinden uns jetzt im Radlauf. Wir sehen jetzt hier das Schutzblech und hier unseren Sensor, der an dem Schutzblech sich hier befindet. Zum Saubermachen von dem Sensor müssen wir das Schutzblech erst abmontieren. Das ist hier mit 2 Sechskantschrauber, 6er Schlüssel befestigt und das schrauben wir jetzt erstmal ab. So, wir haben jetzt unseren Sensor ausgebaut. Der sieht relativ gut aus. Wir haben das ja auch vorher in der Messung gesehen. Der hat noch funktioniert. Wenn euer jetzt ziemlich stark um die Sensorspitze hier verschmutzt ist, müsst ihr die auf jeden Fall reinigen. Und am besten auch den Zahnkranz. Dazu müsst ihr aber die Radnabe hier abnehmen, um an den Zahnkranz hinzukommen. Empfiehlt sich immer beides zu reinigen, weil irgendwoher muss ja die Verschmutzung an dem Sensor kommen. Ihr könnt natürlich auch erst die Sensorspitze reinigen, dann alles wieder zusammenbauen und dann funktionieren und dann quasi testen, ob das Ganze dann schon funktioniert, ohne die Radnabe abzunehmen und den Zahnkranz zu reinigen. So, ich hoffe, das kleine Video zum ABS war informativ und hilft dem einen oder anderen weiter. Noch ein kleiner Sicherheitshinweis: Wenn ihr keine Hebebühne zu Hause habt, so wie ich, sondern mit so einem Rangierwagenheber arbeitet, dann verrichtet keine Arbeiten unterm Fahrzeug, wenn das Fahrzeug aufgebockt ist. Ja. Ich benutze immer ganz gern eine Unterlage, wenn ich jetzt das Fahrzeug am Längsträger mit dem Rangierwagenheber hochhebe, einfach um mir den Unterbodenschutz und die Grundierung nicht zu versauern bzw. die irgendwie anzugreifen. Das ist dann auch wieder so, ja, eine mögliche Quelle für Korrosion bzw. der Oberflächenschutz vom Unterbodenschutz wird ja dadurch dann beschädigt und dann kann wieder Spritzwasser eindringen und dann fängt das Ding an wieder zu rosten und so. Um einfach das zu vermeiden, legt was auf die Aufnahme drauf, damit es einfach weicher ist und euer Unterbodenschutz nicht versaut. Das, was wir jetzt hier an der Vorderachse gemacht haben, das gleiche funktioniert natürlich auch an die Hinterachse. An die Hinterachse sind die Sensorstecker unter der Rücksitzbank, ja, beziehungsweise bei älteren Modellen, bei den Anfangsmodellen, ist es mit einer Klemmleiste befestigt, was ihr aber genauso durchmessen könnt wie vorne bei unseren Rundestecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt an dem Kanal und noch weitere Videos sehen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen oder lasst ein Like da oder vielleicht sogar beides und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, allzeit gute Fahrt. Ciao.